Leute, es ist mal wieder Zeit. Ein Monat ist rum, so ungefähr. Zeit für ein Update. Mein letzter Termin war am 3.3. Das ist jetzt auch schon wieder über 2 Wochen her. Genau. Bis zu diesem 3.3. habe ich ganz schön gelitten, muss man sagen. Ich hatte ja beim letzten Video schon erzählt, dass da dieser 6er Zahn zu weit drin stand und dadurch der Unterkiefer schief gezogen hat, um irgendwie die Zähne zusammenzukriegen. Und das hat sich in den darauffolgenden Wochen noch verschlimmert. Also der Zahn hat immer mehr wehgetan, dadurch, dass ich da immer drauf gebissen habe. Und ich habe Verspannungen hier gehabt und die Wirbel waren, also war alles nicht mehr so ernst. Ich dachte, oh, irgendjemand muss mich jetzt hier einrenken oder so. Ich habe immer versucht, selber mich einzurenken. Aber es hat doch nicht so richtig geklappt. Deswegen habe ich diesen Termin am 3.3. ziemlich herbeigesehnt. Und ich wusste, ich brauche wieder diesen Lingualbogen. Dieser Lingualbogen, den hatte ich ja oben und unten. Und der wird eingesteckt bei den 6ern hinten und drückt die dann auseinander. Und genau der 6er auf der Seite war ja das Problem. Und ich habe ihn gekriegt, meinen Lingualbogen. Ich hatte den ja schon öfters, aber ich zeige es euch trotzdem mal. Jedenfalls steckt er da hinten bei den 6ern, da sind ja solche, wie nennt sich das, diese Metallhülsen, die da auf dem Zahn stecken, und da steckt dieser Bogen drin auf beiden Seiten. Und ruckzuck war der 6er auch wieder weiter draußen gestanden und alles passt wieder. Aber es hat schon ein bisschen gedauert, bis diese Verspannungen und alles weg waren. Also jetzt wieder gut, alles wieder super. Ich fühle mich auch wieder gerade, ich habe mich so schief gefühlt. Also dadurch, wenn mein Unterkiefer so schief zieht, dann wird mein ganzer Körper schief. Also dann stehe ich dann bloß so vorwiegend auf dem linken Bein. Ich habe das Gefühl, ich laufe ständig am Hang irgendwie, obwohl ich eigentlich gerade laufe. Und das hat ein bisschen gedauert, bis sich das gegeben hat. Aber jetzt so 2 Wochen später ist wieder gut. Der Zahn, der war ganz schön beleidigt. Also der ist immer noch recht empfindlich, aber es geht schon. Also der war zum Teil so empfindlich, dass wenn ich hier draußen kalte Luft dran gekriegt habe, der schon reagiert hat. Also grenzwertig. Aber hat sich jetzt wieder so weit eingekriegt, ist auf jeden Fall sehr viel besser. Also er ist noch ein bisschen empfindlich. Ich vermeide mit kaltem Wasser meine Zähne zu putzen, weil der dann halt reagiert. Aber ja, es ist wieder... Er stirbt nicht, sondern er holt sich wieder. Aber das war schon... Naja, genau. Aber jetzt geht es wieder gut, dadurch, dass der Zahn jetzt durch den Lingualbogen wieder da steht, wo er soll. Das ist, denke ich, passiert, weil als die 7er hinten eingebunden wurden in die Zahnspange, da habe ich ja wieder die weicheren Bögen gekriegt. Und dadurch, ja, da war halt wieder mehr Bewegung drin für den Zahn. Und der sich offensichtlich noch nicht dran gewöhnt hatte, da draußen zu stehen, ist er dann halt wieder reingegangen. Also der Zahnarzt meinte jedenfalls, das passiert. Und ja, jetzt ist wieder gut. War nicht schön. Ja, und jetzt sind auch die härtesten Bögen wieder drin. Also ich hatte mich schon gewundert, aber es ist wohl so, dass die dann Bogenstärken überspringen. Also diesmal hatte ich den weichsten Bogen und dann hatte ich was dazwischen und jetzt habe ich gleich wieder die härtesten drin. Und das war auch gar kein Problem. Also der Übergang vom weichsten zu diesem, den ich jetzt vorher hatte, der war schon ganz schön unangenehm. Also da hatte ich ja ziemlich lange das Zahnfleisch entzündet. Aber jetzt der Übergang von dem, den ich zuletzt hatte, und zu dem härtesten jetzt, das war gar kein Problem. Da bin ich gerade sehr zufrieden. Also mir geht es gerade sehr gut. Und bin gespannt, wie lange es noch dauert. Und er hat irgendwas angedeutet, also was das nächste Mal... Ja, ich habe es nicht ganz verstanden. Ich habe aber auch nicht nachgefragt. Jedenfalls, das nächste Mal muss ich hin in 3 Monaten erst. Also nehme ich an, dass das jetzt alles schon ist, um sich zu stabilisieren. Weil, das habe ich vorher noch nie so ausprobiert gehabt, aber das war schon ein bisschen creepy. Ich habe, als die Bögen rausgemacht wurden, bevor die neuen reingekommen sind, da gehe ich ja immer meine Zähne putzen und so. Und ich konnte tatsächlich an dem Bracket den Zahn nehmen und also so richtig deutlich bewegen. Alle unten hier. Das ist schon krass. Also vor allem, die tun trotzdem nicht weh. Die sind voll beweglich, aber ja, und deswegen müsste es, wie nennen die nennen das irgendwie Retentionsphase oder was. Jedenfalls, wo die Zähne wieder sich stabilisieren und fest werden. Und ich bin mal gespannt, was in 3 Monaten ist und wie lange ich tatsächlich dann noch die Zahnspange haben muss, weil eigentlich
sieht es schon sehr gut aus, finde ich. Da fehlt nicht mehr viel, nur noch ganz wenig. Bin mal gespannt, wer das noch hinkriegt. Also vielleicht kriege ich es ja zum Sommer raus. Das wäre sehr cool. Also ich würde gerne mal wieder Fotos ohne Zahnspange von mir machen. Ja, das Lippenbändchen oder dieses Zahnfleisch, wo das Zahnfleisch von diesem einen Zahn weggegangen ist, das nervt gerade mal wieder ein bisschen. Also es ist irgendwie immer so, das Zahnfleisch will sich wieder dranlegen, aber irgendwie durch Lippenbewegung oder so Bewegung, die ich mache beim Essen, da wird es wieder weggezogen und das tut dann wieder weh. Und das passiert irgendwie dauernd und ich weiß noch nicht genau, was ich machen kann, dass das Zahnfleisch da dran bleibt. Also, ja, so sieht es aus und es klappt halt irgendwie immer wieder runter. Keine Ahnung, ob ich mal einen Tag lang meine Klappe halten sollte und nichts essen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es auch trotzdem irgendwann in die Gänge. Naja, das ist das Einzige, was gerade nervt. Mich tut nämlich so ein bisschen weh da. Jedes Mal, wenn ich dann mit meiner Lippenbewegung das wieder runterreiße quasi. Ja, aber ich denke mal, das wird sich auch noch lösen. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ne? Also der Körper ist bemüht, da wieder Zahnfleisch hinzukriegen. Nur es klappt noch nicht so ganz. Mal gucken. Ja, ich dachte, ich mache den nächsten Monat auch wieder ein Update und erzähle, wie es so weitergeht, auch wenn ich jetzt da keinen Termin habe. Mal gucken. Bis dann. Tschüss.